Willst du ein Geschichtli hören? Unsere Erzählerin die Lyra erzählt uns eine Novelle aus Afghanistan. Die Geschichte heisst «Morn ist Morn». Es war einmal ein guter und gerechter König. Dem hat es gefallen, sich als Untertan zu verkleiden und durch seine Hauptstadt zu gehen, weil er herausfinden wollte, was die Leute wirklich denken. Einmal ist er bis weit raus an die Stadt durchgekommen. Es hat schon fast eingenachtet. Da hat er in einer ärmlichen Hütte einen Jude gesehen, sein Znacht zu segnen. Er hat geklopft. Ist es erlaubt? «Nur rein! Wo's für einen längt es auch für zwei.» Und wo sie so beieinander gehöckelt sind, hat der König gefragt: «Du, wie verdienst du dein Geld?» «Ich bin ein Schuhmacher. Jeden Tag gehe ich auf Platz. Die Leute bringen mir ihre Schuhe zum Flicken und ich flicke sie.» «Aber», sagt der König, «was wäre, wenn du morgen keine Arbeit fändest?» «Morgen ist morgen, da mache ich mir keine Sorgen. Der morgige Tag sorgt für sich selber. Und er ist von Gott gesegnet.» Am nächsten Morgen hört der Schuhmacher, dass die Soldaten vom König überall stehen und rufen: «Auf Befehl vom König! Diese Woche ist es verboten, Schuhe zu flicken!» Der Schuhmacher hat das gespässig gedacht, dass der König Zeit hat für derartig belanglose Entscheid. Dann trage ich den Leuten das Wasser in die Häuser. Wasser brauchen alle Leute. Das hat er gemacht. Und am Abend hat er genug für eine Nacht verdient. Wo der König wieder auf Besuch kam und ihn gefragt hat: «Du, wie ist dir ergangen? Und wie hast du dein Geld verdient heute, wo der König verboten hat, dass man Schuhe flickt?» Da hat er erzählt, dass er den Leuten das Wasser tragen. «Aber», sagt der König, «was wäre, wenn du morgen keine Arbeit fändest?» Da mache ich mir keine Sorgen. Morgen ist morgen, der morgige Tag sorgt für sich selber und ist von Gott gesegnet. Am nächsten Morgen hört der Schuhmacher die Soldaten ausrufen, dass es in dieser Woche verboten sei, anderen Leuten Wasser in die Häuser zu tragen. Der Schuhmacher hat gestutzt. Aber dann ist er heim, ist seine Axt geholt. Er hat sich gedacht: «Ich bringe den Leuten Brennholz. Brennholz brauchen die Leute immer.» Am Abend hat er völlig genug für seine Nacht verdient. Und der König hat wieder gefragt: «Wie hast du denn das gemacht? Wie hast denn du dein Geld verdient heute?» Er hat es ihm erzählt. «Aber», sagt der König, «was wäre, wenn du morgen keine Arbeit fändest?» Morgen ist morgen. Der morgige Tag sorgt für sich selber und er ist von Gott gesegnet. Am nächsten Morgen ist der Schuhmacher mit der Axt in die Stadt. Da ist gerade die königliche Wache auf ihn zugekommen. «Weisst denn du nicht, dass der König alle bestraft, die mit einer Waffe rumlaufen? Zur Strafe musst du jetzt den ganzen Tag lang wach stehen vor dem Palast. Du bekommst ein königliches Schwert über. Gang, bring jetzt deine Axt heim.» Was ist da im Schuhmacher anderes übrig geblieben? Und als er den ganzen Tag wach gestanden hat, in der süttigen Sonne, hat er nicht einmal einen Sold bekommen dafür. Aber er hätte doch eine Znacht auftischen für seinen neuen Freund. Da ist er zum Händler und hat ihm gesagt: «Schau, ich gebe dir da das königliche Schwert als Pfand für eine Znacht.» So haben sie es gemacht. Und als er daheim angekommen ist er ganz schnell in die Werkstatt und hat sich ein Schwert geschnitzt aus Holz, ganz ähnlich am königlichen Schwert, und hat es in die Scheide gesteckt. Wo der König vorbeigekommen ist, hat er schön gestaunet. «Wie ist denn das gegangen? Wie hast denn du heute dein Geld verdient?» Und der Schuhmacher hat es ihm mit einem verschmitzten Schmunzeln erzählt. «Aber», sagt der König, «was wäre, wenn der König morgen herausfindet,
dass du sein Schwert nicht mehr hast. Morgen ist morgen, da mache ich mir keine Sorgen. Der morgige Tag sorgt für sich selber und ist von Gott gesegnet. Wo der Schuhmacher am nächsten Tag auf den Platz vor den königlichen Palast gekommen ist, schreit ihn der Hauptmann an. «Hey, du da, nimm dein Schwert und schlag dem Mörder den Kopf ab!» «Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Das kannst du nicht von mir verlangen.» «Oh doch, das ist Befehl vom König und du musst ihm den Kopf abschlagen.» Mittlerweile ist ab dem Geschrei ein Haufen Volk zusammengelaufen. Da schaut der Schuhmacher am Anklagten in die Augen und sieht, das sind gute Augen, das ist kein Mörder. Und ruft: «Wenn der Mann schuldig ist, so schlage ich ihm jetzt den Kopf ab. Wenn er aber unschuldig ist, so soll Gott die Klingen an meinem Schwert in Holz verwandeln.» Er zieht sein Schwert und das ganze Volk hat es sehen. Ein Riesenjubel ist losgebrochen. Das Schwert ist von Gott in Holz verwandelt worden. Da kommt der König von seinem Balkon oben runter, in seinen königlichen Kleidern. Voller Freude umarmt er den Schuhmacher herzlich und sagt: «Du, mein Freund, du wirst mein erster Wesir. Von dir will ich mich von jetzt an immer beraten.»